Hi Leute, willkommen zu Dragon gebaut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles um Labwaffenbau und einige andere Sachen. Ne? Kennt ihr ja schon so ein bisschen. Heute geht es dann mal weiter mit dem letzten und dritten Teil vom Spreizer, wo wir das ganze Ding dann pinseln. Wird farblich nicht allzu anspruchsvoll, würde ich mal sagen. Weil das Ganze relativ nur in Metall gehalten wird. Aber naja, gut. Die meisten interessiert es ja, wie das nachher fertig aussieht. So, dann hoffe ich mal, das ganze Thema gefällt euch. So wie es aussieht, scheint es euch ja gut zu gefallen. Dann bleibt dran. Wir sehen uns. Das Ganze werden wir dann wieder mit erstmal schwarzem Flexipaint machen. Die Teile hier halt, ne? Und dann das. Da werden wir dann wieder genug Schichten drauf machen. Wie gesagt, sind in der Dicke mal ungefähr wie mit Latex auch. Also 6 bis 8 Schichten und dann natürlich auch ein bisschen dicker. Und dann sehen wir uns dann wieder, wenn wir dann nicht schwarz drauf haben. Das Schwarz haben wir jetzt einige Schichten drauf. Ich habe schon angefangen ein bisschen mit Silber. Dafür habe ich meine Finger voll gesaut. Ne? Spaß. Flexipaint transparent, Silber reingemischt. Weil das Teil, das soll eigentlich, ich sag jetzt mal farblich, wird das relativ einfach gestaltet. Das wird halt nur Metallton kriegen. Hier und da werde ich noch ein paar Highlights dann mit Silber noch ein bisschen setzen. Aber so im Großen und Ganzen wird das Ding quasi nur Metalllook kriegen. Hat den Hintergrund, dass die diese Spreizer benutzen, sehr auf den Zustand ihrer Ausrüstung erpicht sind, dass das alles in einem guten Zustand ist. Also kein Rost und ähnliches. Man will ja seine Opfer hygienisch um die Ecke bringen. Ich weiß es nicht. Bin schon irgendwie geil. Naja, gut. So. Wenn wir das Ganze jetzt hier noch mit Silber tupfen. Bin echt mal gespannt, wie das nachher so aussieht. Den Zylinder hinten, das Stück, das habe ich schon mit Silber gemacht. Habe ich schon ein bisschen vorgearbeitet. Bin echt mal gespannt, wie das nachher so aussieht. Klettband habe ich auch noch besorgt, für die Teile festzumachen. Bin da auch mal gespannt, ob das gut funktioniert. Das habe ich nämlich so auch noch nicht ausprobiert. Das wird nur wieder etwas experimentell, aber das kennt ihr ja mittlerweile bei mir. Bei manchen Sachen probiere ich ja gerne mal ein bisschen rum. So. Das lassen wir auch trocknen und dann machen wir jetzt noch die Spitze. Hier, ich sage, mit der Länge, das ist immer so eine Sache. Ich hoffe nur, dass die Kamera durch das Rumtupfen nicht wieder anfängt rumzutillen. Da muss ich echt mal gucken. Ich glaube, ich werde mir da mal eine andere Kamera besorgen müssen. Dieses Rumgeflimmere, wenn ich zu schnell mich bewege vor der Kamera, das finde ich irgendwie ein bisschen störend. Dann werden wir das Ganze jetzt erstmal noch top coden. Ich habe jetzt das Ganze ja in so dunkleren Silber gemacht, sah mir aber noch ein bisschen zu langweilig aus. Bin dann noch ein bisschen mit Acrylfarbe Silber und habe noch so ein bisschen Akzente gesetzt. Ich hoffe, das kann man ja so ein bisschen erkennen. Sah mir alles noch ein bisschen zu langweilig aus und habe dann noch mal 2 Schichten von dem matten Topcoat noch mal drüber, um das Ganze noch zu fixieren. Ja, ich denke mal, das sieht soweit schon mal ganz gut aus. So, jetzt müssen wir mal einmal wieder drehen. Wie gesagt, ich werde mir jetzt bald mal eine neue Arbeitsplatte holen und dann gucken wir mal, ob das Ganze dann besser wird hier.
Dann werden wir jetzt mal hingehen. Wir haben auch die kleinen Teile hier. Da habe ich schon mal so ein bisschen was vorgeklebt. Und zwar hier zum Beispiel schon mal das sag schnell, Klettband drauf. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das alles so funktioniert, wie ich mir das so vorgestellt habe. Dann werden wir die Elektrik erstmal wieder zusammendübeln. So, das klappt schon mal gut. Das ist auch drin. Das ist hier die andere Platte. Da habe ich mir dann hier noch so ein paar Teile schon mal zusammengeschnitten, die ich dann hier so auf die Innenseiten kleben werde. Bin mal gespannt, ob das alles so funktioniert. Ja, wie ich sehe, habe ich hier schon mal eins von den Dingern ab. Das war jetzt natürlich nicht ganz so geplant. Aber machen wir schon mal dran. Naja, gut. So viel zum Thema Planen. Ne? Wie ihr seht, das klappt auch nicht immer so, wie ich mir das vorstelle. So. Jetzt mal zusammen machen. Klappt. Sehr gut. Ich hatte schon ein bisschen Panik, dass das nicht mehr so ganz funktioniert. Zumal ich das Ding hier vielleicht auch noch vorher so ein bisschen durchmachen sollte. Ne? So, schauen wir mal. Nico haben wir mal wieder irgendwie in der Gegend rumstehen. So. So. Dann das hier mal so rein fixieren. Der Rest hoffe ich mal, dass das alles so funktioniert. Gut, der Kabel guckt jetzt hier noch ein bisschen raus, aber ich denke mal, dass das halb so schlimm ist. Dann würde ich sagen, dann mache ich jetzt hier das Klett schon mal fest. Und wenn ich das dann fixiere, kann ich ja das Klebeband abmachen, damit das dann da auch. Wie gesagt, das mache ich jetzt diesmal so. Mal gucken, dass das ein bisschen, ich sage jetzt mal, wenn was kaputt ist, was wartungsfreier ist. Oder einfacher halt dran zu kommen. Mal schauen, ob das so funktioniert. Wie gesagt, mit Klettband habe ich das so auch noch nicht ausprobiert. Okay, trägt ein bisschen dick auf, aber naja, gut. Da muss man halt jetzt mit klarkommen. Würde ich sagen, dann machen wir hier einfach das Klebeband mal von den zwei Dingern ab. Und dann werden wir das Ganze da einfach mal dran pappen. Ich hätte es vielleicht ein bisschen weiter innen dran kleben sollen, also nicht so nah am Rand. Jetzt von diesem, ich sag, nennen wir Deckel. War vielleicht nicht so ganz die gute Idee, aber naja, gut. Ich muss ja auch immer noch dazu lernen. So, die Elektrik, die verstauen wir jetzt mal so gut. Und dann kleben wir das Ganze hier drauf. Jo, scheint zu klappen. Ich wollte eigentlich hier auch noch machen, aber ich glaube, ja, da brauchen wir so nicht. Die zwei Streifen, glaube ich, die haben gereicht. Das sieht schon mal gut aus. Klappt immer noch. Wunderbar. Und wenn man mal dran muss, kann man es hier halt abmachen. Und sieht noch ein bisschen rustikaler aus. Also so weitgehend sieht es so aus, wie ich mir vorstelle. Finde ich schon mal gut. So, das Ganze tun wir jetzt hier mal ein bisschen auf Seite. Jetzt habe ich da diese feineren Dinger dran gemacht. Jetzt habe ich hier nicht so alles hundertprozentig gleich geschnitten. Aber ist nicht schlimm. Kriegen wir schon alles irgendwie dran, hoffe ich mal. So. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob ich so besser was weiter unten dran hätte machen sollen. Ich mache das jetzt einfach mal so frei Schnauze ein bisschen weiter hier so hier unten dran. Mal gucken. Kann natürlich auch sein, dass das nicht so das Wahre ist. Ich hätte vielleicht an der anderen Seite, also was weiter unten hätte machen sollen, aber naja, gut, irgendwas ist ja immer. So, jetzt haben wir hier 3, 4, 5, 6. So. Dann hoffe ich mal, dass ich auch hier überall die Richtchen abgemacht habe. So. Dann mache ich die Klettteile jetzt einfach mal
hier so an die Dinger dran. Ich glaube, das Klebeband, das lasse ich erstmal noch drauf. Das mache ich dann danach ab. Ich glaube, dann kann man das so ein bisschen besser hier so zusammendrücken. Habe ich jetzt mal so entschlossen. So. Im Großen und Ganzen, denke ich mal, könnte das funktionieren. So. Bin mal gespannt. Dann machen wir hier mal überall das Klebegedöns ab. Das Schutzteil. Hier so ein bisschen kurz geworden, aber das geht auch. So. Jetzt müssen wir schauen. Das Loch haben wir hier. Ja. Dann gehen wir erstmal, würde ich mal sagen, hier so drauf. Hier auch. Loch. Komm mal dran. Ja. Also hätte ein bisschen größer sein können, aber das geht. So, dann drückt man das Ganze noch ein bisschen dran. Ja, ein bisschen filigranere Finger könnte man das schon haben. Aber so im Großen und Ganzen. Ja, ich hätte das Loch ein bisschen größer machen können. Aber das sieht aus, als wenn es klappt. Gut, ich hätte vielleicht ein bisschen hier die Sachen hier, das Klett hier ein bisschen weiter unten machen sollen. Aber ich würde sagen, es hält. Also soweit alles nach Plan. Finde ich gut. Wie gesagt, muss man ein bisschen mehr mit dem Finger dran, aber das klappt. Jetzt haben wir das Ganze auch relativ einfach, dass man dann die Batterie austauschen kann. Wenn die Batterie mal leer ist, machen wir einfach hier das Klett ab. Ich will das jetzt noch nicht so oft machen. Ich weiß nämlich nicht, wie stabil das dann ist. Auf jeden Fall ist es wartungsfreundlich. Und sollte hier mal die Elektrik irgendwie drin, dann kann man das hier auch abmachen und kommt dann auch so halbwegs noch gut an die Elektrik dran. Dann nehmen wir einfach mal einen Kugelschreiber, damit kann man das wahrscheinlich besser machen. Geht noch deutlich einfacher. Wie gesagt, das Loch hätte ich vielleicht ein bisschen für so Fingergröße machen sollen. Soll jetzt kein Stinkefinger sein, ne? Also nicht missverstehen, Leute. Aber so im Großen und Ganzen, dann würde ich sagen, dann gucken wir uns das Ganze jetzt mal im Dunkeln an. Ups. Mal schauen, wie mit Bemalung aussieht. Ja. Hier und da kann ich noch ein bisschen was von der Flexi-Pen, wo ich gekleckert habe. Also da habe ich nicht so wirklich sauber gearbeitet, aber ich denke mal, das ist nicht ganz so schlimm. Ja, machen wir die mal wieder an. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Also ich muss sagen, gefällt mir. Machen wir wieder an das Licht. Das ist immer hier so. Da muss ich mir auch mal was einfallen lassen. Ich kann nicht immer rumlaufen lassen. Aber ich muss sagen, gefällt mir. Hier, das sieht gut aus. Das Licht funktioniert. Machen wir mal aus. Wie gesagt, das Loch hätte ich vielleicht ein bisschen größer machen sollen. Jetzt weiß ich natürlich nicht. Also ich sage jetzt mal, von den Artworks ist natürlich kein Leder an den Griffen irgendwie dran. Hier macht das vielleicht auch nicht Sinn, weil das Ding ja irgendwie vielleicht noch bewegt werden müsste. Also theoretisch würde ich, sagen wir mal, jetzt hier so Leder machen oder hier. Allein aus dem Grund, dass dann der Klarlack bzw. der Topcoat, das Finish halt, nicht so schnell abnutzt. Auch wenn halt 3 Schichten jetzt drauf sind, aber so rein aus Abnutzungsgründen. Aber kann man noch im späteren, kann man immer noch machen. Ich lasse es jetzt erstmal weg. Ja, dann würde ich sagen, Projekt die Genesis Spreizer bauen, erfolgreich absolviert. Ich denke mal, das Ding ist ganz ansehnlich geworden. Wie gesagt, ist immer noch ein bisschen Luft nach oben bei manchen Sachen, könnte man noch ein bisschen was hübscher machen, aber so im Großen und Ganzen bin ich eigentlich schon recht zufrieden. Dann hoffe ich mal, das ganze Projekt hat euch wieder gefallen. Viel Spaß beim Nachbauen oder bei eigenen Projekten, ne? Je nachdem. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Wir sehen uns bei einem meiner nächsten Projekte. Wir sehen.